Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. Es geht ja nur ums Geld. Abgezockt, untergetaucht, ausgetrickst. Achtung, Verbraucherfalle. Auf Deutsch gesagt ist es eine Sauerei, alte Menschen zu bescheißen. Man gibt sich hilfsbereit, zuvorkommend. Vor allem aber stellt man Senioren in Aussicht, dass sie endlich das bekommen, was ihnen zustehen würde. Wer beißt da nicht an? So auch der 88-jährige Vater von Thorsten Lenz aus Kassel. Irgendwann kam ich eines Tages von der Arbeit und er sagte, du, heute hat die Pflegekasse angerufen, mir steht Betrag X an Euro zu, die wir noch beanspruchen können und die wollen mir Unterlagen schicken. Und da habe ich gesagt, ja Mensch, super, warten wir mal ab, ne, wird sich ja die Pflegekasse melden. Von rund 6.000 Euro ist die Rede. Alles wirkt glaubwürdig, zumal sein Vater, alleinstehend und leicht dement, tatsächlich Pflegegrad 2 hat. 2 Wochen später nach dem Anruf hat der Senior Post. Ich hielt den Brief in Händen und las die Anschrift, fiel mir den Absender. Und mir war eigentlich klar, das ist nicht die Pflegekasse. Die Unterlagen, die dann kamen, unter denen hatte ich mir mehr vorgestellt. Ich würde jetzt sagen, wenn man an manchen Punkten reingeschrieben hätte, am besten googeln Sie doch selber. Das wäre so die frechste Möglichkeit gewesen. Aber das waren natürlich Sachen, die ich mir innerhalb kürzester Zeit selber im Internet oder auf der Homepage der Pflegekasse hätte erarbeiten können. Thorsten Lenz wird misstrauisch. Er zweifelt. Erst recht, weil sein Vater für die Unterlagen knapp 129 Euro Servicegebühr zahlen soll. Zunächst ignorieren sie das. Doch es folgen Zahlungsaufforderungen. Die vermeintliche Pflegekasse macht Druck. Thorsten Lenzens Verdacht erhärtet sich. Also musste irgendwas passiert sein, es muss in irgendeiner Art und Weise ein Vertrag abgeschlossen worden sein, was mir in diesem Moment bewusst wurde. Sein Vater sitzt in der Zwickmühle. Was tun? Der Sohn beschließt, den Vertrag zu widerrufen. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben im Auftrag meines Vaters und bekam dann eine E-Mail zurück, ja halt, stopp, Ihr Vater hat einen Vertrag mit uns abgeschlossen und die Widerrufsfrist ist ja verstrichen. Also leider müssen wir Sie darauf hinweisen, dass wir das Geld möchten. Wir haben ja auch geliefert, die sogenannten Beratungsunterlagen. Als Beweis für den Vertragsabschluss schicken sie diesen Telefonmitschnitt. Okay, ich lege Ihnen dann bitte auch die Weisungsschein mit bei. Sie können es das ganz bequem innerhalb von 10 Tagen zur Banküberweisung geben, ja? Ja. Und dann haben Sie natürlich noch eine 14-tägige Widerrufsfrist. Dafür reicht eine kurze Nachricht. Auf jeden Fall, Sie werden absolut begeistert sein. Wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben, beende ich diese Aufnahme, ja? Ja. Hier zockt eine Schweizer Firma ältere Menschen am Telefon mit Pflegeservice ab, warnt Peter Lassek von der Verbraucherzentrale Hessen. Also der Verbraucher bekommt tatsächlich eine Zahlungsaufforderung, die erst noch ganz harmlos aussieht. Und in der Regel kann er sich an nichts erinnern, dass er da eine Kostenpflicht irgendwo ausgelöst hat, also einen Vertrag abgeschlossen hat, der kostenpflichtig ist. Und insofern, ja, manchmal lässt er es liegen, manchmal versucht er sich auch zu wehren, erkundigt sich bei uns und fragt, welche Möglichkeiten habe ich, dieser Forderung entgegenzutreten. Dann legt er vielleicht Widerspruch ein. Das wird natürlich alles nicht akzeptiert. In der Folge kommen weitere Mahnungen, es wird Druck aufgebaut und im nächsten Schritt dann auch ein Inkassobüro eingeschaltet. Das hatten wir auch schon. Und dem Verbraucher wird wirklich auch Angst gemacht. Ihm wird dann auch ein Mitschnitt des Gesprächs als vermeintlicher Beweis zugeschickt. Hinter dem Pflegeservice Smart steckt die United Swiss Marketing AG. Ihre Opfer? Ältere Menschen. Da gibt es zum einen natürlich die Vermutung, so der Klassiker, dass man in Telefonverzeichnissen nach Namen schaut, die besonders alt klingen, nach Senior oder Seniorin klingen. Es gibt aber hier und da auch den Verdacht, dass tatsächlich Daten missbraucht worden sind, irgendwo abgegriffen wurden, dass es vielleicht bei der Pflegekasse eine Lücke gab oder bei irgendeiner anderen Stelle, weil tatsächlich wirklich bekannt ist, dass derjenige, der angerufen wurde, auch pflegebedürftig ist und in einem bestimmten Pflegegrad eingestuft ist. Nicht einschüchtern lassen und auf keinen Fall zahlen. So der Rat der Verbraucherschützer.
Im konkreten Fall Pflegeservice Smart hat die Verbraucherzentrale eine Abmahnung auf den Weg gebracht. Das heißt, sie ist gegen die unlautere Telefonwerbung, die rechtswidrige, vorgegangen mit Erfolg. Es gab eine Unterlassungserklärung, die da abgegeben wurde. Und der konkrete Anbieter hat seine Dienstleistung, wie er sie nennt, tatsächlich jetzt eingestellt und macht auch keine weiteren Forderungen mehr geltend. Experten aber gehen davon aus, dass sie unter anderem Namen wieder mit ähnlicher Masche auftauchen. Thorsten Lenz und sein Vater haben sich nicht verunsichern lassen. Sie haben keinen Cent überwiesen. Jedoch für die Zukunft andere Maßnahmen ergriffen. Die einzige Möglichkeit für uns noch war sein Telefonanschluss, den meine Eltern schon seit über 50 Jahren hatten. Das war wahrscheinlich auch das Problem, eine kurze Rufnummer und ein Eintrag im Telefonbuch mit einem alten deutschen Namen zu kündigen. Und ja, er hat jetzt eine neue Telefonnummer und telefoniert über meinen Internetanschluss und seitdem ist Ruhe. Und in der nächsten Folge: Abzocke mit Parkplatzgebühren kennt keine Grenzen. Warum kann es die Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.